ist so krass. Noch nie sowas gemacht, noch nie sowas erlebt. Dieses Auto ist einfach... Ich bin sprachlos. Ich bin echt sprachlos. Everyone, and welcome to the latest episode of Inside AMG. I'm here in Brescia at the start of the Mille Miglia, the legendary old-timer rally going through northern Italy all the way down to Rome and back up. So I'm very excited to be here. There are a lot of beautiful cars here. And I'm going to be driving one of those cars, so it's time to take a look at that and also meet the person that I'm going to be driving with for the first leg of the journey. And there he is, Karl. Hi. Hi, Felix. Grüß dich. Hallo, servus. Alles gut? Alles super, ja, schön. Sehr schön, sehr schön. Das ist das Auto, das wir bewegen werden. Ja. Sehr, sehr schön. Ein 300 SL Flügeltürer, wie man unschwer erkennen kann, in schwarz. Auto aus den 50er Jahren, also wirklich mit sehr großem historischen Wert. Historischer Wert ist auch die richtige Überleitung zu dir. Ja, man kennt dich natürlich, du bist Formel-1-Fahrer, ehemaliger Formel-1-Fahrer, bist auch bei den 24 Stunden von Le Mans schon gefahren, erfolgreich. Hier geht es jetzt ein wenig legerer zu, ein wenig relaxter mit dem Auto. Freust du dich auf die nächsten Tage? Sehr, sehr. Das ist meine dritte Teilnahme bei der Mille Miglia, speziell mit dem Auto. Ich freue mich sehr. Und du sagst, es geht gemächlicher zu, aber man darf es nicht unterschätzen, wie da teilweise in den Zwischenetappen Gas gegeben wird. Tatsächlich? Also, ja, schon. Ich meine, die Sonderprüfungen, um die geht es, die sind das Schwierige. Ja? So optimal oder zeitgenau zu fahren, so genau zu fahren, wie es geht. Aber in den Zwischenetappen, da wird Gas geben. Tatsächlich, also man mag es kaum für möglich halten. Die Mille Miglia hat eine sehr lange Historie, die gab es ja bereits von 1927 bis 1957. Damals war es wirklich ein Rennen, wo es darum ging, der Schnellste zu sein. Seit 1977 gibt es die Mille wieder, aber als Gleichmäßigkeitsprüfung, korrekt? Ist richtig, ja. Nur trotzdem, ich bin 2015 das letzte Mal gefahren und bin dann in Verona, da haben wir von Brescia weg Richtung Verona und vor Verona bin ich im Stau gestanden und dann in Verona bei einer roten Ampel. Und dann habe ich meine Beifahrerin gefragt, was ich jetzt da mache. Und ich gesagt, ja, die Ampel ist rot. Und also ich gesagt, das gilt nicht bei der Mille Miglia. Da fährt man immer, egal ob die Ampel rot oder grün ist. Also wie gesagt, es geht schneller dahin, als man dann glaubt. Aber ich glaube, man hat ein bisschen Unterstützung auch von der Polizei, die da schon schauen, dass man sich im Rahmen der Sicherheit bewegt. Die wird natürlich groß geschrieben. Vor allem, wenn man sich anschaut, welche Werte hier bewegt werden. Also ich meine, hier sowas, alleine dieses Schmuckstück, dieser 300 SL Flügeltürer aus den 50er Jahren, der damals ja schon dabei war, damals bei der ursprünglichen Mille, einfach ein Wahnsinnsteil. Ja? Also was kannst du mir sagen zu dem Auto? Weißt du ungefähr, was der schon für eine Historie durchlebt hat? Er ist sehr oft bewegt worden, das Auto. Und wie du schon sagst, in diesem Originalzustand ist er ja auch damals in den 1950er Jahren beim Rennen mitgefahren, war Klassensieger gefeiert. Ich meine, der SLR und der Stirling Moss hat ja damals den Rekord gefahren, Gesamtsieg, aber der 300er Flügeltürer hat Klassensieger gefahren. Also Autos, die damals schon, wie soll ich sagen, sehr weit entwickelt waren und ihm hier bei der Mille Miglia die Bs vorgegeben haben. Klasse, klasse. Also ich habe richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass wir werden beide das Auto bewegen, wir werden uns auch abwechseln. Ich habe hier schon einen Blick reingeworfen, sieht schon deutlich anders aus, als wenn man jetzt zum Beispiel den Vergleich zieht zum modernen Mercedes AMG SL. Also hier mit diesen niedrigen Sitzen ohne Kopfstütze, großes Lenkrad. Hier auch relativ dünn auch, im Vergleich natürlich. Und es wird sehr heiß werden morgen. Also Außentemperaturen sind ja über 30 Grad angesagt die nächsten Tage. Damals Klima hat es noch nicht gegeben, an die Lüftung ist auch nicht so wirklich geachtet worden oder gedacht worden. Also es wird sehr, sehr warm im Auto. Das macht es noch mehr anstrengender, das Ganze. Das glaube ich. War auch nicht der Fokus damals. Gell? Der Komfort, auch bei dem Auto stand schon die Performance im Vordergrund. Ja, absolut. Und mit der Performance hat er absolut gepunktet, wie man weiß. Aber Komfort, das war damals halt, sage ich, 1950er Zeit. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe ja auch schon gesehen, wir haben hier so einen ganzen Stapel Bücher. Was hat es denn damit auf sich? Na gut, das sind die Rotbücher. Einige Lektüre, für jeden Tag eins. Und da muss man dann schon schauen, wo geht es lang, wo muss man hin. Ich meine, die Sonderprüfungen, die sind ja immer angezeichnet, nur mit einer roten
Ampel oder mit einer roten Flagge, wo man davor stehen bleibt, dann fährt man durch, aber zwischen die Verbindungsetappen muss man auch wissen, wo es hingeht, und da haben wir das Roadbook. Das ist pro Tag, eines dieser Bücher fährt man komplett ab? Fährt man komplett ab, ja. Mhm. Wahnsinn, okay. Das sieht schon mal ziemlich gut, ja. Da muss man sich erstmal vertraut machen. Ja, man muss zumindest wissen, immer wo ist man ungefähr, weil sonst ist man dann, wie soll ich sagen, ja, schaut man ins Leere. Also man muss das Buch schon immer konstant mitblättern und ein bisschen auf die Kilometeranzeige schauen, wo ist man. Aber ja, das machen wir zusammen, dann schaffen wir das auf alle Fälle. Wahnsinn. Also da werde ich dann schauen, dass, wenn ich auf dem Beifahrersitz sitze, ja, wir nicht ganz woanders rauskommen als geplant. Für die Fahrzeuge steht jetzt noch die technische Abnahme an. Worauf kommt es denn da an? Hier traditionell in der Messe vom Brescia ist die Abnahme, davor schon die Papierabnahme für die Fahrer, dass man wirklich der ist, der gemeldet worden ist. Und bei der technischen Abnahme, ja gut, das sind die Autos, die damals bei der Mille, wo noch die Rallye als Wettbewerb gefahren ist, am Start waren, nur die dürfen jetzt bei der Oldtimer, bei der Klassikveranstaltung dabei sein. Und da wird schon geschaut, dass das gemeldete Auto auch wirklich in dem Zustand ist, wie es damals eben konstruiert worden ist und gebaut worden ist und nicht irgendein anderer Motor drin ist oder irgendwie komplett umgebaut. Also das Auto soll schon in dem Originalzustand sein, wie es damals beim Rennen dabei war. Dann schauen wir, dass da auch alles mit rechten Dingen zugeht, und ja, während das passiert, würde ich sagen, gehen wir erstmal Abendessen. Sehr gerne. So, I'll see you guys later. After a good night's sleep, we're actually at the starting grid of the Mille Miglia. I can't believe I'm saying this right now. Carl is already in the car, so I'm gonna hop in that beautiful black 300 SL, and it's time to take off. All right, engines are already running. Excitement is definitely rising. I can't believe we're about to take off. Amazing feeling, amazing. Carl Wendlinger è stato un grande pilota. Wahnsinn, unfassbares Gefühl, hier drüber zu fahren über dieses Podest. Beautiful car. Thank you very much. Ciao. Have a great Mille Miglia. Und es geht los. 100 SRL arrivano. Wir gehen direkt in die Vollen hier. Keine Zeit zum Durchschnaufen bei der Mille Miglia, auch wenn es eine klassische Rallye ist. Aber tatsächlich gibt es nicht nur Fahren von A nach B, sondern die Strecke ist gespickt mit einzelnen Gleichmäßigkeits- und Zeitprüfungen, die man bestehen muss, aber nicht mit der schnellsten Zeit, sondern mit der gleichmäßigsten Zeit. Und das ist auch eine ganz andere Herausforderung nochmal. Wir haben hier alle dafür diese Tablets zur Verfügung gestellt bekommen, auf denen wir die Zeiten messen können, und die Roadbooks natürlich, in denen drin steht, nicht nur wo wir abbiegen müssen und wann wir wo lang fahren müssen, sondern auch wann diese Wertungsprüfungen anfangen. Also man hat einiges zu tun, auch wenn man nicht selbst fährt. Ab geht's, ich mache mich bereit und wir legen los. Ich habe hier eine Uhr, die zurückläuft. Wir haben gerade über einen Schlauch eine Zeitnahme ausgelöst und müssen dieses Teilstück bis zum nächsten Schlauch, der dann die Zeitnahme beendet, in 28 Sekunden zurücklegen. Wir sind jetzt bei 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. zack. Und das war fast perfekt getimt. Und so geht es jetzt Stück für Stück. Wir versuchen hier wirklich sehr exakt zu fahren. Jetzt kommt das letzte und längste Teilstück. Wir haben noch eine halbe Minute Zeit, um die nächste Zeitmessung zu passieren. Wenn man sich vorstellt, hier fahren Leute mit, die das wirklich auf die Zehntelsekunde genau treffen.
unvorstellbar. Also hier kommt es wirklich dann doch auf Präzision an. Es ist nicht eine reine Spazierfahrt hier auf der Mille Miglia, sondern man muss hier auch präzise fahren können. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und damit haben wir unsere erste Zeitnahme erfolgreich absolviert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es braucht halt ein bisschen Training und Gefühl. Training und Gefühl, ja. Deswegen sitzt du am Steuer und nicht ich. Stempeltime. Grazie, ciao. Königlich, wenn man durchfährt und alle Leute winken einem. Ja, und das ist über die ganzen 4 Tage so, dass die Begeisterung der Leute wirklich groß ist. Wahnsinn. Ja, man sieht es uns wahrscheinlich an, es ist affenheiß hier drin. Es gibt natürlich keine Klimaanlage in so einem Auto, wie soll es anders sein? Wir haben zwar keine Fenster, aber der 300 SL war damals in den 1950er Jahren schon aerodynamisch so ausgefeilt, dass hier kaum Luft reinkommt. Also wir sitzen in einer schönen Blase aus heißer Luft, schwitzen vor uns hin, aber man muss sagen, es gibt Schlimmeres. Fahrt in die Abendstunden, um uns mal so ein bisschen umzuschauen in unserem Arbeitsplatz des heutigen Tages. Der Kahn hier neben mir, der greift schon ein paar Stunden tatsächlich ins Lenkrad. Ist nicht ganz ohne, oder? Ja, weil wie gesagt, wenn wir ja schon gesagt haben, es ist sehr, sehr warm in dem Auto, weil es außen so heiß ist. Und ja, am Lenkrad da rutscht man, aber wenn man es so überkreuzt nimmt, in die Speichen, dann kann man es gut festhalten und dann geht es gut. Ja. Aber jetzt ist es schon um einiges angenehmer, weil wir ja schön kilometerweit geradeaus fahren können. Man sieht es ja auch, ja, also das Auto natürlich der Epoche entsprechend, Lenkrad erstmal riesengroß, weil keine Servo und dann relativ dünn, also tatsächlich ganz anders, als man das heute kennt. Sehr, sehr nettes Detail hier an dem Lenkrad ist dieser kleine Hebel in der Mitte an der Narbe, damit lässt sich das Lenkrad nämlich nach unten klappen für leichteres Ein- und Aussteigen, was in dem Auto auch gar nicht so ohne ist. Der Rest hier natürlich auch alles wunderschön erhalten und gepflegt. Hier sieht man unseren Zeitnahmecomputer bzw. unseren Kilometerzähler, mit dem wir jeden Checkpoint abchecken. Und hier das Roadbook, das uns hier die komplette Mille begleitet. Es gibt für jede Etappe ein Roadbook. Hier das erste Roadbook für die erste Etappe. Und hier noch eine Unterschrift von John Fitch, berühmter Rennfahrer aus den USA, der mit diesem Auto tatsächlich mal unterwegs war. Würdest du sagen, gibt es sonst irgendwas Spezielles zu beachten, wenn man den 300 SL fährt? Nein, das ist auch, ich würde sagen, ein alltagsfähiges Auto, auf alle Fälle. Man muss vielleicht ein bisschen auf die Bremsen aufpassen, wenn man eine gewisse Geschwindigkeit hat. Die Räder sind doch sehr schmal, können vielleicht noch nicht ganz so den Bremsdruck oder Bremsgrip übertragen auf die Straße, das man gewohnt ist, aber alles andere ist super einfach zu fahren. Wir sind fast in Ferrara angekommen. Wir nutzen die Gelegenheit noch für einen kurzen Tankstopp. Der Tankstutzen hier etwas versteckt. Unfassbar. 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 Ist so krass. Noch nie sowas gemacht, noch nie sowas erlebt. Dieses Auto ist einfach... Ich bin sprachlos. Ich bin echt sprachlos.
What an absolutely epic drive this was. I can't believe I got to experience this. Driving at the Mille Miglia with a Mercedes-Benz 300 SL. The car didn't put a foot wrong, despite being roughly 70 years old. Just drives like a modern car. I can't believe it. And honestly, I still got goosebumps. I'm just lost for words. This was just beyond incredible. But right now, I'm really looking forward to a shower and a good night's sleep. I'm well rested and we're underway for stage 2 of the Mille Miglia. Our first stop today is going to be San Marino. Really excited for that. And as you can see, I'm sitting in a different car than I did yesterday. I'm sitting in the new Mercedes-AMG SL, an SL63 for that matter. Really cool car, and instantaneously I can tell you, it's not actually that different to drive. Of course, it feels very modern. The 300 SL we drove yesterday was 70 years old. Almost, but still, that car yesterday felt surprisingly modern, and I think you can still feel the pedigree of the original 300 SL in this modern day SL today. The SL celebrates its 70th anniversary this year, so this is doubly special, getting to drive the old car and the new car. And then, for this occasion, absolutely unbelievable. Really, really cool. In San Marino, we're actually going to get to drive across the city wall. In the Mille Miglia, it seems anything is possible, so yeah, stay tuned for that. All right, we just entered San Marino. It's super beautiful here. We actually arrived in a convoy of 300 SLs, historic cars everywhere, and me here in the new Mercedes-AMG SL63. Absolutely amazing feeling. Our next stop is going to be the historic city wall. Come and sail with me to the open ocean, where you don't have to dream because there's you. Ooh. For the big highlight before we head on to Rome, I get to do some laps at the Autodromo dell'Umbria. Huge smile on my face right now. This car is so much fun to drive. Just feels so quick. I mean, the 300 SL, that was really a very nice car to drive. Lots of history, lots of heritage, and still properly quick by today's standards. But this, the new SL63, that's just incredible. We're gonna head onwards to Rome, where we arrive tonight, and finish the second stage of the Mille Miglia. I hope you enjoyed this little glimpse behind the scenes. I, so far, really enjoyed this event. And tomorrow we head on back north. So yeah, if you liked what you've seen today, don't forget to like the video, drop us a comment down below, letting us know what you would like us to shoot next. As usual, subscribe to the channel, hit the bell icon so you always get notified for new uploads. And yeah, that's about it. Until the next one, bye-bye.